Hey, guten Morgen. Es ist wieder recht früh und ich habe mir überlegt, ich will mal was sagen über Macbeth, das Stück von William Shakespeare und zwei, drei Sachen, die mir daran immer gefallen haben und die aus spiritueller Sicht ganz interessant sind. Ich kam drauf, weil ich hatte mal irgendwie nachgesehen, was das Wort wird, WYRD, das keltische Wort für Schicksal, ob das irgendwas zu tun hat mit dem englischen Wort weird. Und die KI, die ich gefragt habe, die sagte, ja, das hat also diesen und jenen Zusammenhang und es habe nicht zuletzt etwas zu tun mit diesem Stück von Shakespeare, Macbeth. In dem Stück kommen ja die Weird Sisters vor, also die merkwürdigen Schwestern. Ja, also weird heißt merkwürdig, seltsam, bisschen unheimlich eigentlich auch. Und das Wort Würd aus dem Keltischen bedeutet eben Schicksal. Und ja, und das Komische daran ist, dass Schicksal ja von uns als etwas verstanden wird, das sozusagen von den Göttern auf uns kommt und etwas Vorherbestimmtes ist. Etwas, das uns wie auf Schienen setzt und wir können so oder so nicht anders als diesem Schicksal zu folgen. Und die Story von Macbeth ist ja eigentlich, dass der Macbeth kommt aus einer gewonnenen Schlacht zurück. Er ist ähm, ein Herzog der damaligen mittelalterlichen Gesellschaft in Schottland. Und er ist also gut Freund mit dem König und alle sind begeistert von seiner Kameradschaft, von seinem Kampfesmut. Sie haben gewonnen und der Himmel steht ihm offen. Und er kommt zufällig an drei merkwürdigen Schwestern vorbei. In der deutschen Fassung die Hexen genannt. Und er hört ihnen zu und sie sagen ihm voraus, dass er König sein kann oder sein wird. Und, ähm, und sie machen noch einige andere sehr merkwürdig sich anhörende Prognosen im Zusammenhang mit diesem Königsein. Ähm, Es würde dauern, bis der Wald von, ich weiß nicht was, sich anfängt zu bewegen und dergleichen. Das wird alles später in dem Stück noch eine Bedeutung gewinnen. Und der Macbeth fängt also an, darüber nachzudenken und davon zu träumen, König zu sein und so weiter. Und er vollzieht im Verlauf des Stückes alle möglichen Handlungen, die dazu geeignet sind, ihn zum König zu machen. Insbesondere bringt er Leute um. Er scheut nicht dafür zurück, seine Freunde zu verraten. Er tut einfach alles dafür und das Ganze wird wirklich zu einer Tragödie, zu einer Shakespeare'schen Tragödie. Und Lady Macbeth, also seine Frau, ist daran nicht ganz unbeteiligt, denn sie möchte, dass er gerne König sein soll und hilft ihm dabei, seine Gräueltaten zu vollenden. Und das ganze Stück ist also, wenn man so will, in gewisser Weise weird oder merkwürdig in dem Sinne, dass es also diese Vorstellung davon, dass das Schicksal wie eine Schiene sei, auf der wir vorwärts fahren, relativiert und sagt, unsere Vorstellungen sind es, die uns auf eine Schiene setzen. Und das ist ja etwas, was dem normalen materialistischen Verstand so gar nicht so klar ist, beziehungsweise was ihm wirklich sehr, sehr merkwürdig vorkommt, denn der Materialismus lässt es ja eigentlich so aussehen, als sei die Natur irgendwie vorherbestimmt und als sei ähm, dadurch, dass die Materie ganz bestimmte Eigenschaften hat, die in ihrem Zusammenspiel etwas Bestimmtes ergeben müssen, so ungefähr wie 1 plus 1 macht 2,
lässt es ja so erscheinen, als sei im Grunde die Zukunft vorherbestimmt und äh, nicht, wie wir ja alle im Grunde verstehen, mehr oder weniger rätselhaft und nicht vorherstimbar, bestimmbar. Es kommt uns manchmal so vor in unserer modernen Welt, als sei die Zukunft doch in gewisser Weise vorherbestimmbar, denn wir haben ja Wissenschaften entwickelt, die zum Beispiel das Wetter irgendwie erklärbar machen und dann auch zum Teil erklären, indem man sagt, also morgen wird es dann wieder sonnig sein und so weiter. Aber im Grunde ist uns, glaube ich, klar, dass die Zukunft nicht vorhersagbar ist und dass alle Handlungen, die wir vollführen würden, um der Zukunft gerecht zu werden, indem wir dies oder jenes machen, wiederum dazu führen, dass die Zukunft anders sein wird. Und das ist eben dieser merkwürdige und seltsame Aspekt von der Vorstellung von einem Schicksal und von Zukunft, der in Macbeth sehr schön zum Ausdruck kommt. Und es ist also insofern ein sehr spirituelles Stück, denn das Gestalten der Zukunft beziehungsweise das Vorhersagen der Zukunft und damit das Gestalten der Zukunft ist also in dem Stück den Hexen überlassen, beziehungsweise diesen Weird Sisters. Und insbesondere aus dem materialistischen Bereich gibt es ja sicherlich viele, die sofort sagen würden, sie glauben überhaupt nicht, also weder an Hexen noch an Gott oder etwas Höheres, sondern sie glauben also an das richtige Beobachten der von unserem geistigen, völlig unabhängigen Realität. Und das ist also diese wissenschaftliche Vorstellung, man könne die Realität sehen, ohne den Geist zu bemühen. Die Realität wäre also unabhängig vom Geist da und also dementsprechend gehorche sie anderen Gesetzmäßigkeiten als im Geist, während es ja die spiritualistische Vorstellung ist, dass da überhaupt gar keine Trennung vorliegt, sondern dass die sogenannte Realität durch Geist erst entsteht und demzufolge alle Eigenschaften des Geistigen hat, inklusive dieses Ungreifbaren, dass tatsächlich die Realität auf viele verschiedene Weise beobachtbar ist und nicht eine einzige Form hat. Dieser Aspekt des Schicksals, dass das Schicksal wie ein auf eine Schiene gesetzter Zug wirkt, der so oder so bestimmte Folgen hat, das ist, würde ich sagen, unser heutiges Verstehen des Wortes Schicksal. Wohingegen der Shakespeare einen Aspekt des Schicksals in dem Stück Macbeth darstellt, der uns nicht so geläufig ist und wodurch wir diese Einwirkung der Weird Sisters als wirklich sehr, wie soll man sagen, so mystisch und merkwürdig und der normalen Logik widersprechend empfinden. Wir sehen uns also weniger als diejenigen, die ein Schicksal durchführen oder vollenden. Dies scheint eher der spirituellen Sichtweise oder einer spirituellen Weltanschauung vorbehalten zu sein, während der Mensch, der eher materialistisch denkt, glaubt, er habe ein vorgefügtes Schicksal vor sich. Und das ist ja dann letzten Endes auch die Macht der Spiritualität, dass sie diese Geheimnisse beinhaltet und dass Menschen, die sich dafür interessieren, diese Geheimnisse am Ende erlernen für sich und nutzbar machen. Es ist übrigens eine Sache, das hatte ich mal von Ouspensky, wenn man so will, gelernt oder
Der Ouspensky hatte doch mal eine Interpretation der Tarotkarten geschrieben, eine sehr visionäre und wunderbare Interpretation. Ich werde dazu an anderer Stelle nochmal eine ganze Menge zu sagen haben. Aber eine Interpretation der Tarotkarte der Eremit ist eben, dass der Eremit am hellen Tag mit der Laterne in der Hand nach Geheimnissen sucht. Und diese Geheimnisse, die der Eremit sucht, sind halt spiritueller Natur natürlich. Und es ist ja überhaupt die Vorstellung von Spiritualität, dass es ein Geheimnis ist, das allerdings nicht wirklich verborgen ist oder so, sondern jeder kann es wissen. Der Eremit sucht es mit der Laterne in der Hand am helllichten Tag. Warum? Weil unsere Denkweise uns daran hindert, bestimmte Aspekte oder bestimmte Wahrheiten zu sehen, die an sich völlig klar zutage liegen, am helllichten Tag vorhanden sind und dennoch können wir sie nicht sehen. Und ich würde sagen, speziell ausgestattet mit einer materialistischen Denkweise können wir sie nicht sehen. Das ist die Relativität der Erkenntnis auch wieder, von der ich an anderer Stelle sprach. Wir haben die Vorstellung im Materialismus, und ich würde ja sagen, der Materialismus ist überall. Also zum Beispiel, wir haben die Vorstellung, die Wirklichkeit sei eine Wirklichkeit. So ist ja schon unser Reden. Also es heißt ja die Wirklichkeit, sonst würden wir sagen die Wirklichkeiten, die Realitäten. Ja, aber wir beziehen uns immer auf eine Realität, so als müsse jeder dieselbe Realität kennen. Wir haben die Vorstellung davon, dass die Dinge außerhalb von uns liegen und unabhängig von Geist sind. Es ist ja die spiritualistische Grunderkenntnis, dass es eine außerhalb des Geistigen liegende Wirklichkeit nicht gibt, sondern die Aussage ist, dass die Wirklichkeit selbst geistig ist und jenseits dieser geistigen Wirklichkeit gibt es nicht nochmal eine extra Wirklichkeit in Form von Dingen, die außerhalb des Geistigen liegen und in Raum und Zeit vorhanden sind. Wir haben also diese Vorstellung, die damit wiederum zu tun hat, mit dem Vorgenannten, dass Raum und Zeit völlig von den Dingen unabhängige Entitäten sind und im Prinzip da sind, selbst wenn es gar keine Objekte gäbe. Wohingegen es eine spiritualistische Vorstellung ist, dass das Denken an Objekte Raum und Zeit im Prinzip auffalten wie eine Bühne, sodass die Objekte unterscheidbar sind und dass sie in einer logischen Folge miteinander in Verbindung stehen. Das sind also so Vorstellungen, die uns letzten Endes daran auch hindern, die spirituellen Realitäten und Wirklichkeiten so zu sehen, wie sie sind, nämlich als existierend und wirksam. Sodass es also doch eine ganze Menge Leute gibt, die sagen, alles, was nicht mit einem logisch und scheinbar fast mathematisch ausrechenbaren Verstand erklärbar ist, das kann es nicht geben. Ja, die dann, also aus meiner Sicht sind es eher jüngere Leute, die also noch nicht verstanden haben, dass dieses sogenannte logische und scheinbar eindeutige dann auch wieder ganz viele Facetten in den verschiedenen Leuten hat, die also die Logik genauso gut rumdrehen können und dann sagen können, ja, das ist genauso logisch und so und das auch tun. Das ist ja also unsere tägliche Realität, mit der wir zu tun haben, dass wir das erleben, dass Leute quasi, obwohl wir doch angeblich es nur mit einer einzigen Realität zu tun haben,
auf alle möglichen Ergebnisse kommen, wenn sie über diese Realität nachdenken und sagen, das wäre die Realität, und andere sagen wieder, nein, genau das Gegenteil ist die Realität und so. Das ist also so eine Grunderfahrung im Leben, die, glaube ich, doch jeder bestätigen kann, und trotzdem hält sich irgendwie das Gerücht, es gebe nur eine Realität und diese Realität sei, wie gesagt, unabhängig vom Geist und so weiter. Also, um das nochmal zusammenzufassen, das Stück Macbeth von Shakespeare ist ein aus meiner Sicht sehr spirituelles Stück, denn es behandelt das Thema Schicksal unter verschiedenen Aspekten. Einerseits kann man Schicksal, das Wort Schicksal so sehen, dass es etwas ist, was sich so oder so vollendet, indem die Götter es so vorgesehen haben. Das wäre meiner Ansicht nach so eine fast materialistisches Verständnis von etwas, was abläuft, wie mechanisch, weil die Realität, diese eine Realität, so bestimmt ist, dass die Materieobjekte untereinander eine bestimmte Logik haben und die erfolgt einfach. Das zweite ist Schicksal als etwas, das sich durch den Menschen selbst und seine Gedanken vollendet. Das ist dann eher diese spirituelle Sichtweise bzw. spiritualistische Sichtweise, wo man ja sagt, die Gedanken bewegen die Materie. Und was auch immer du dir denkst, es könnte ganz Verschiedenes sein, bestimmt irgendwo, wie deine Zukunft sein wird. Man könnte das jetzt ins Heute übertragen, wenn man sagt, und ich meine, mir war das immer so klar, aber wenn du zum Beispiel Science-Fiction-Romane liest oder Science-Fiction-Filme siehst, dann ist das etwas, was irgendwie auch deine Zukunft vorbestimmt. Diese Vorstellungen, was möglich sein wird und was dann die möglichen Kämpfe der Zukunft sein werden, vollendet sich, indem die Vorstellungen dann im Raum sind. Ganz ähnlich, wie ich das mal gesagt habe bei der Vollendung einer Brücke. Ich hatte das Beispiel die Brooklyn Bridge, wo also eine bestimmte Vorstellung im Raum ist. Man weiß, was eine Brücke ist, man weiß, was eine Brücke für Vorteile hätte, würde man sie bauen, und irgendwann vollendet sich das auch, weil die Menschen sagen, wir setzen das jetzt in die Realität, in die sogenannte Realität um. Das heißt, die Gedanken der Menschen formen ihr Schicksal. Und das wiederum führt natürlich zu der Frage, inwieweit kannst du dein Schicksal bestimmen, indem du bestimmte Gedanken hegst, indem du es dir zur Aufgabe machst, bestimmte Gedanken zu denken und andere nicht zu denken. Ein Aspekt, der ja im spirituellen Bereich immer sehr allgegenwärtig ist. Wenn du zum Beispiel zum Beispiel Wünsche ans Universum, ja, funktionieren ja so, dass du sagst, du hegst den Gedanken, etwas Bestimmtes bekommen zu wollen, und das Universum erfüllt es für dich. Und das dritte wäre noch dieser Aspekt, dass bei dem Macbeth, als er hörte, dass er König werden sollte, er natürlich von einem Glück sprach und dachte, das wäre also ein großes Glück, wenn das eintreten würde. Und das ist ja dann auch noch so eine Sache, dass sich durch unser Verständnis von Glück und Unglück unser Schicksal vollendet, indem also Macbeth nicht anders konnte, als diesem Stern zu folgen, den ihm die 3 Hexen vorgezeigt hatten, oder diese Weird Sisters. Und unter der Prämisse, dass dies natürlich ein großes Glück für ihn sein müsse, wenn er König wäre. Und wie das Stück ja dann in dessen Verlauf noch zeigt, ist es überhaupt nicht sein Glück, sondern sein Unglück, sein Untergang. Das wären also die verschiedenen Aspekte bei diesen
Stück Shakespeare, was also das Ganze sehr, sehr interessant macht aus meiner Sicht und sehr, sehr philosophisch, sehr, sehr spirituell. Und was ich an dieser Stelle einfach mal zur Kenntnis geben wollte, ich hoffe, ihr konntet dem etwas entnehmen und es interessiert euch hoffentlich, dieses Stück. Seht es euch ruhig mal an in der Verfilmung von Roman Polanski. Es ist ein ganz hervorragender Film von 1974, glaube ich. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Abonniert bitte den Kanal, wenn ihr könnt und wollt, um keine Folge zu verpassen, und abonniert die Glocke und bis dann erstmal. Tschüss.